Im heutigen Coffee Break reden wir darüber, wie Geld entsteht und welche Rolle dabei Geschäftsbanken spielen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Geldschöpfung ist der Prozess, bei dem Geld an sich geschaffen wird. Zum einen kann die SNB, also die Schweizerische Nationalbank, dank ihrem Notenmonopol Geld schöpfen. Zum anderen können aber auch Geschäftsbanken Geld aus dem Nichts erzeugen. Zentralbanken schaffen das Zentralbankengeld. Das setzt sich zusammen aus den Noten, die sich im Umlauf befinden, und den Sichtguthaben, die Geschäftsbanken bei der Zentralbank halten. Während Banknoten von allen genutzt werden können nur Banken ein Konto bei der Nationalbank haben. Zentralbankguthaben entsteht zum Beispiel, wenn die SNB von einer Geschäftsbank Gold oder Wertschriften abkauft. Aber auch wenn sie der Bank einen Kredit gewährt. Der Kreditbetrag schreibt dann die SNB der Geschäftsbank als Sichtguthaben gut. In dem Moment wird Nationalbankgeld geschaffen. Die Bank wiederum muss für den Kredit Sicherheiten hinterlegen, in der Regel sind das Wertpapier, und Zinsen an die Zentralbank zahlen, der sogenannte Leitzins. Sobald die Geschäftsbank den Kredit zurückzahlt, wird das vorher geschaffene Zentralbankengeld wieder vernichtet. Aber für was brauchen die Banken überhaupt Guthaben bei der Zentralbank? Erstens kann der Gesetzgeber, respektive die Zentralbank, den Geschäftsbanken schlichtweg vorschreiben, ein bestimmtes Mindestguthaben auf ihrem SNB-Konto zu halten. Man sagt einmal Mindestreserve. Die Höhe der Mindestreserve berechnet sich aus dem Total der Kundenguthaben bei der Bank, multipliziert mit einem von der Zentralbank festgelegten Prozentsatz. Aktuell sind das 4%. Die Zentralbank kann den Mindestreservesatz erhöhen oder senken und hat mit dem ein Werkzeug in der Hand, um über die Geldmenge das allgemeine Preisniveau zu beeinflussen. Banken brauchen Zentralbankenguthaben aber auch, weil ihre Kunden in den letzten 100 Jahren immer mehr Bargeld, also Noten, abgehoben haben. Geschäftsbanken müssen sich das zusätzliche Bargeld bei der Zentralbank beschaffen. Sie können es nicht selber drucken. Und für das brauchen sie Guthaben. Drittens brauchen Geschäftsbanken SNB-Guthaben für Überweisungen untereinander, also für den Zahlungsverkehr. Wenn der Herr Müller von der Bank A Geld an Frau Koller bei der Bank B überweist, nimmt sie das Guthaben bei der Bank A ab. Bei der Zentralbank wird der Betrag vom SNB-Konto von der Bank A auf das SNB-Konto von der Bank B umgebucht. Und das Guthaben von der Frau Koller bei der Bank B nimmt zu. Vom Zentralbankengeld ist das sogenannte Buchgeld von der Geschäftsbanken zu unterscheiden. Buchgeld bezeichnet Sichteinlagen von Kunden bei ihrer Bank, mit denen sie Zahlungen machen können. Also beispielsweise normale Bankkonten, wo der Lohn darauf überwiesen wird. Aber auch das Kontokorrentkonto von einem Unternehmen. Im Gegensatz zu Zentralbankengeld ist das Buchgeld bei Banken aber kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es stellt aber einen Anspruch auf Zentralbankengeld dar. Der Bankkunde kann seine Sichteinlagen bei der Bank in Noten, also Zentralbankengeld, wechseln oder er kann die Bank beauftragen, eine bargeldlose Zahlung vorzunehmen. In diesem Fall passiert, wie wir vorher gesehen haben, eine Umbuchung von SNB-Sichtguthaben, also Zentralbankengeld, von der Bank vom Auftraggeber zu der Bank vom Empfänger der Zahlung. Aus der Perspektive der Bevölkerung sind Bargeld und Buchgeld bei Banken praktisch das Gleiche. Das Buchgeld unterliegt aber zusätzlich zum Inflationsrisiko an einem Kreditrisiko. Wenn eine Bank Konkurs geht, kann der Kunde seinen Anspruch auf Zentralbankengeld unter Umständen nicht oder nur bis zum Maximalbetrag der Einlagensicherung einlösen. In der Schweiz sind das in der Regel 100'000 Franken pro Kunde. Am Kreditrisiko stehen aber auch Vorteile gegenüber. Sichteinlagen bei Banken sind im Unterschied zu Banknoten mit Dienstleistungen im Zahlungsverkehr verbunden und werfen in gewöhnlichen Zeiten auch einen Zinsertrag ab. Bankenbuchgeld ist extrem praktisch, weil du nicht Noten verschicken musst. Stell dir vor, es gäbe kein Bankenbuchgeld und du bestellst dir etwas und bevor das Päckchen bei dir ankommt, müsstest du zuerst selber ein Kuvert mit Noten verschicken. Wie entsteht jetzt aber das Buchgeld bei den Banken? Das Buchgeld entsteht, wenn Geschäftsbanken dir einen Kredit geben. In der Schweiz sind die Hypotheken bei weitem die häufigste Form von Kredit. Wenn eine Bank einen Kredit vergibt, schreibt sie am Kreditnehmer den entsprechenden Betrag auf seinem Konto gut. Durch das nehmen auf der Aktivseite der Bankbilanz Kredit und auf der Passivseite Kundeneinlagen zu.
Der Kreditnehmer kauft sich jetzt das Haus und löst somit eine Zahlung aus, sodass seine Einlagen wieder abnehmen, während die Einlagen auf dem Konto vom Zahlungsempfänger bei seiner Bank entsprechend steigen. Die Bank vom Empfänger kann wiederum einen neuen Kredit vergeben in der Höhe der Einzahlungen minus die Mindestreserve, die die Bank bei der Zentralbank hinterlegen muss. Der Prozess kann sich unendlich wiederholen und mehr Geld schaffen. Man redet auch von multipler Geldschöpfung. Wie Geld entsteht, ist nicht ganz einfach zu erklären. Habe ich ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht? Hinterlasse mir dein Feedback in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.